Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir vorbereitet haben: Der Flieger von der Swiss, die A220, die das Incident hatte in Graz mit dem Triebwerk, wo die Getriebewelle gebrochen ist und ein Flugbegleiter leider verstorben ist wieder im Liniendienst. Des Weiteren haben wir heute auch Zahlen von der TSA bekommen, die sagen, wie viele Waffen und andere Sachen passiert sind. Die haben 6.600, ich muss ablesen, 78 Waffen an Flughafen-Securities gefunden. Teilt das mal geschmeidig durch 365 Tage. Das ist dann quasi normal. Weiter haben wir Austrian Airlines, die haben Sommerflugplan 2025. Wir haben die American Express und die Condor, die haben ihre Kooperation verändert, aber trotzdem verlängert. Und Condor denkt über ein eigenes Programm nach. EasyJet hat einen starken Winterzukauf, heißt also, Passagiere haben Tickets gekauft, das meine ich damit. Und wir haben TUI Fly, die kämpfen mit der Verdi, das ist vielleicht unterm Radar für den einen oder anderen geblieben, aber jetzt werden die Verdis dafür sorgen, dass das vielleicht auch, wenn man sich nicht vorher einigt, visualisiert wird durch Warnstreiks, die im Februar passieren können. Also wer TUI Fly gebucht hat, Augen auf. Ja, damit haben wir alle Themen für euch vorgestellt, die wir frisch gepresst haben. Ihr könnt an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, unten eventuell natürlich rege die Kommentarfunktion benutzen und natürlich den Kanal eventuell abonnieren. Mit der Glocke erwähne ich auch nochmal, dass viele, die natürlich den Kanal schauen, den Kanal nicht abonniert haben, aber die Glocke auch anmachen sollten, damit ihr keine Sendung verpasst, weil Abonnieren reicht anscheinend nicht mehr. Mir ist aufgefallen, dass ich viele Fragen bekomme, aber auch selber Kanäle, die ich abonniert habe, ohne Glocke, nicht mehr bei mir in der Timeline von Facebook, hätte ich fast gesagt, YouTube ist es ja hier, auftauchen. Das erste Thema ist ja ein trauriges Thema. Das ist das Thema Swiss, wo wir mit dem 220er den Vorfall hatten mit dem Getriebefan. Und da muss man dann sagen, ja, das ist natürlich relativ schwierig und problematisch. Das Thema ist natürlich mit dem Flieger, man weiß noch nicht ganz genau, warum es passiert ist, aber es sieht halt wirklich danach aus, dass es sich um ein Triebwerk handelt, was einen Einzelfallvorfall hat, und damit kann man die Maschine dann wieder in den Liniendienst entlassen. Die Maschine stand ja 17 Tage auf dem Vorfeld rum, und damit ist es so, dass man jetzt natürlich, nachdem das Triebwerk oder das Flugzeug ja auch von Pratt & Whitney und den Swiss-Technikern durchgecheckt worden ist und man die Triebwerke oder das Triebwerk ausgetauscht hat, weil das Triebwerk, wo dieser Fehler passiert ist nach Amerika gegangen zur Untersuchung. Und dann ist es so, dass natürlich das Flugzeug 11 Tage lang weiterhin nicht im Dienst war. Und jetzt ist es so, dass man das Flugzeug sorgfältig geprüft hat, aber auch gereinigt hat, getestet hat und jetzt wieder im Liniendienst hat. Und damit ist es so, dass am 16. Januar der Flieger wieder in den Liniendienst gegangen ist. Es handelt sich um die Hotel Bravo Juliet Charlie Delta, 7 Jahre alte Maschine, die man dann dort hatte. Und dann ist es so, vorgestern, am 20. ist in den Liniendienst gegangen, am 16. war der Testflug. Und damit ist es so, dass natürlich nicht nur da alles kontrolliert wird, man hat sogar die Sitze ausgetauscht, also die Sitzbezüge, um ganz genau zu sein, auch die Teppiche hat man ausgetauscht. Und damit ist es so, dass man damit wirklich alles gemacht hat. Nochmal zum Triebwerk. Das Triebwerk ist natürlich dort jetzt untersucht worden und schwer beschädigt worden, wird kontrolliert, und natürlich auch nochmal, und das ist natürlich auch da ein Thema, warum der Flugbegleiter an der Hypoxie verstorben ist, vielleicht wegen einem falsch funktionierenden PBE, also einem Personal Breathing Equipment. Und damit ist es so, dass man jetzt diese auch ausgetauscht hat, relativ schnell. Aber da muss man jetzt gucken, was die Österreicher da rausfinden, weil die Österreicher haben mit der Bundessub da die Lidschaft. Aber ich denke mal, dass Airbus, Pratt & Whitney und alle da natürlich auch einbezogen werden. Österreich ist ein Thema, und zwar immer, wenn es um Austrian Airlines geht. Austrian Airlines hat den Sommerflugplan 2025
aufgestockt. Da wollen wir uns das Ganze mal angucken. Man hat den Mittelmeerraum als Schwerpunkt gesetzt, heißt also, dass man dort im Sommer nach Griechenland, Italien, aber auch Spanien fliegt. Man nennt sowas auch Warmwasserziele. Und da ist es so, in der Pressemitteilung, die auch richtig lustig ist, redet man in dem Sinne nach La Dolce Vita, findet man 12 Destinationen über den gesamten Stiefel verteilt, auch Sizilien, Sardinien und so weiter. Und ich bin mal gespannt, was da ist. Auch über den Norden wurde natürlich nachgedacht. Und da hat man natürlich auch Flüge gemacht, und zwar nach Destinationen wie Edinburgh, Lofoten, aber auch Sylt. Sylt ist natürlich kein Warmwasserziel, aber doch trotzdem relativ geil. Ab Wien geht es dann weiter, zum Beispiel nach Stockholm, Göteborg oder Oslo. Tromsø, Lofoten ist auch in Norwegen. Dann gibt es noch Reykjavik in Island, London, Manchester und Edinburgh, also Großbritannien und Schottland. Man muss da ja ganz klar differenzieren. Und dann gibt es noch 18 Langstreckenziele, die direkt angeflogen werden von der Austrian Airlines, ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil wir wissen ja, dass die 767 noch ein bisschen weiter arbeiten muss, weil die 787 nicht so kommen, wie man sich das erhofft hat. Aber da sind es natürlich Sachen wie natürlich Kairo, aber auch saisonal gibt es natürlich Marrakesch, aber auch Mauritius. Wir haben in Asien dann auch nochmal Strecken wie Bangkok, Tokio, Shanghai, die angeflogen werden. Male wird auch saisonal angeflogen, und in Nordamerika gibt es auch durchgehende Ziele wie New York, aber da gibt es Newark und JFK. Ich weiß nicht, inwieweit man noch das ernst meint, dass das quasi Newark nicht mehr in diesem NYC-Kürzel drinsteckt, aber nichtsdestotrotz gibt es noch Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, aber auch Montreal in Kanada zur Auswahl. Also hier nochmal lustige Ziele. Wer in Deutschland fliegt, kann natürlich auch fliegen mit den Freunden von der TUI Fly. Die TUI Fly, jetzt nicht unbedingt eine Firma, die ich frequentiere, aber die sind ja, glaube ich, auch im Ferienbetrieb. Und da gibt es 2000 Kabinenbesatzungen, die in Tarifverhandlungen sind mit der Verdi. Und da will man jetzt ein Umdenken erreichen, und deshalb das Zitat: Warnstreiks nicht mehr ausschließen, teilte die Verdi mit. Und wir haben dann weiter nochmal das Thema, dass man gesagt hat, dass die Arbeitgeber nicht verhandlungsfähig sind. Das kennen wir ja nur von Lufthansa, aber das ist anscheinend bei der TUI auch der Fall. Und wichtig ist, was die Verdi auch nochmal als Zitat gegeben hat: Dazu kommen strukturelle Forderungen sowie Forderungen nach Rücknahme einiger Verschlechterungen aus 2021 vereinbarten Krisenvereinbarungen. Also auch hier gibt es natürlich noch Sachen, die an die Krisenzeiten erinnern, die müssen dann weggehen. Und ein kleines Fun-Fact, wenn man von Fun-Fact sprechen will, wobei man das sagen muss, der Warnstreik ist nicht, also das ist eine Drohung, man kann sich auch einigen, ne? Ist es so, Verdi verweist halt natürlich auch darauf, dass Discover Airlines, ja, oder die Discover ohne Airlines, wie es ja mittlerweile ist, 700 Euro monatlich über der TUI Fly auszahlt. Also daran sieht man, dass man da mit dem Druck der Gewerkschaften was erreichen kann. Wir gehen auf EasyJet, auch eine Fluggesellschaft, die ich jetzt nicht präferiere, aber da müssen wir eine Sache kurz besprechen, und zwar die Wintergeschäfte, die sie haben, heißt also Ticketverkauf und so weiter. Und man hat viele Tickets verkauft. Also Wintermonat ist ja eher ein Monat, wo es ruhig wird. Lufthansa hat ja Maschinen aus dem Dienst genommen, das Ganze zusammengestrafft, um Kosten zu sparen. Und da ist es so, dass das Geschäftsjahr 2024, 2025 dort im Quartal bis Ende Dezember wirklich Vorsteuerverlust um rund die Hälfte auf 61 Millionen britische Pfund reduzieren konnte durch die Gewinne und Umsätze, die man ja gemacht hat durch die Umsätze. Und deshalb zeigt man sich auch für den Rest des Jahres durchaus optimistisch bei EasyJet, dass man 103 Millionen Sitzplätze anbieten will. Das ist schon eine krasse Nummer. Die Buchungstrends für Ostern und für die Sommermonate sind durchaus stark und geben dieser Prognose durchaus dann auch recht, wenn man sich das ganz genau anguckt. Und da ist es so, dass in Luton mitgeteilt worden ist, mit Blick auf den Sommer sehen wir eine anhaltende Nachfrage nach unseren Flügen und Urlaubsreisen.
Und 1 Million Passagiere haben gebucht. Also es ist schon eine krasse Zahl, aber da sieht man 103 Millionen Sitzplätze. Ne? Gut, und in den ersten 3 Monaten profitiert der Billigflieger von einer starken Nachfrage bei Pauschalreisen mit 21,2 Millionen Passagieren, was einem Plus entspricht von 7%. Und damit ist der Umsatz um 13% auf gut 2 Milliarden Pfund gestiegen. Das Management rechnet weiter damit, dass man natürlich da jetzt ein bisschen auch im Winter noch mit Verlusten einkalkulieren muss, weil das ist natürlich nicht ganz so stark. Aber ich bin mal gespannt, wie das sich dann auswirkt am Ende des Tages. So viel zu EasyJet. Mehr muss jetzt nicht sein. Condor. Ihr merkt, wir haben heute so Nischen-Airlines im Portfolio, aber ihr seht, ich arbeite mit allem, was ich habe. Also das heißt, wir müssen ja nicht immer nur Lufthansa besprechen. Und zwar ist es so, die Kooperation von American Express und Condor war ja irgendwie auf nicht viel Gegenliebe gestoßen, als man festgestellt hat, dass die Leute dieses 200-Euro-Angebot angenommen haben für die Platin-Karteninhaber und man das dann quasi ausgenutzt hat und dann relativ günstig fliegen konnte. Jo. Also da ist es dann so, dass man hier jetzt diese Kooperation, die man im April 2024 gestartet hat, verlängert hat. Und ihr konntet ja auch teilweise wirklich fast kostenlos fliegen. Aber es gibt jetzt Änderungen. Und zwar ist es so, die Kooperation ist so, dass man natürlich nur verlängert hat mit Änderungen, weil alles andere war ja auch nicht nachhaltig, wenn man ehrlich ist. Und man kann dort jetzt noch die Rabattvorteile benutzen, der Premium Economy Business Class und natürlich auch bei der Sitzplatzreservierung. Und die Zonen, Condor-Vorteil wurde für die Langstreckenziele Zone 3, 4 und 5 bis zum 31. Oktober 2025 verlängert. Und bei den Bedingungen steht dann halt wirklich nochmal darunter, dass man bis zu 200 Euro Rabatt auf Premium Economy Business Class Tickets bekommt, ne? Logisch. Preisnachlass auf Sitzplatzreservierung in allen Kabinenklassen, kostenfreies Interweb, aber das endet schon am 28. Februar diesen Jahres. Ein Freigetränk, Priority Package, zusätzliches Aufgabegepäck und zusätzliches Sportgepäck. Und das muss man natürlich aber dann über den American Express Reiseservice in Deutschland buchen, um diese Vorteile zu bekommen. Und da muss man dann im Telefonmenü die 2 wählen, die Nummer, die man wählen muss, die 069 9797 3030. Ja, die Verlängerung ist natürlich eine gute Nachricht für alle, die diese Verlängerung in Anspruch genommen haben und davon auch profitiert haben und davon dann auch wirklich geldwerten Vorteil gezogen haben und so auch die American Express Platin-Karte finanziert haben. Gut, ich gebe zu, das geht mit der amerikanischen Karte nicht. Ist so, geht mit der deutschen. Aber natürlich ist es so, dass man dort keine Kurz- und Mittelstrecken mehr hat, die ab März 2025 wegfallen. Aber wer an Langstrecken fliegt, für den ist das durchaus ein attraktives Angebot. Also hier könnt ihr nochmal schauen. Und es ist ein reines deutsches Angebot. Jetzt gucken wir uns die Condor noch mal etwas genauer an. Und bei der Condor ist es so, dass man dort ja jetzt ein innerdeutsches Netz aufbauen will, weil man ja sich von Lufthansa nicht abhängig machen will oder abhängig bleiben will. Ist wie beim deutschen Gas aus Russland. Wobei ich jetzt natürlich die Lufthansa nicht mit Russland vergleiche. Aber es gibt ja bei diesem Pro-Rate Agreement sehr viele Fallstricke und deshalb ist es so, dass man den bei der Condor nicht wirklich sicher sein kann, dass die Lufthansa diesen irgendwann nicht wirklich dann abklemmt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man natürlich dieses Risiko, dass das abgeklemmt wird, abmildern will. Und die Condor hat ja da jetzt angesetzt mit City-Verbindungen nach Frankfurt. Heißt also, dass man morgens und abends zu Randzeiten die Flüge bedient und die Abflüge. Und Peter Gerber sagte auch, dass man ein eigenes Zubringernetzwerk für die Langstrecke aufbauen möchte und dass diese Routen für den Geschäftsverkehr natürlich durchaus interessant sind. Ist natürlich auch geil, weil es halt Konkurrenz gegenüber der Lufthansa ist. Und Entschuldigung dafür. Ach, Wasserende, was willst du machen? Ja, jetzt kommt der Knüller. Was sagen Geschäftsreisende, was sagen wir als Meilenprofis? Bonusprogramm. Und das ist genau das,
was die Condor am Überlegen ist, ob man da ein eigenes Vielfliegerprogramm macht. Denn die Condor hat ja kein Vielfliegerprogramm, wie wir alle wissen. Vielleicht gibt es dann so eine goldene Ringesocke oder irgendwas anderes, aber wäre mal interessant, was die Condor dann bringt. Und ein Bonusprogramm wäre für die Kunden natürlich attraktiv. Man schaut sich das an, aber man hat wohl keine konkreten Pläne. Ich habe zu den letzten beiden Themen natürlich auch nochmal die Frage des Tages in, damit ihr nicht denkt, es gibt keine Fragen des Tages. Und zwar die Fragen des Tages sind hier ganz klassisch. Einmal natürlich für alle, die den American Express Condor Kooperation genutzt haben. Wie fandet ihr diese? Habt ihr die auch genutzt? Und was war eure Meinung dazu? Gut, ich weiß, ich finde es schade, dass es nicht mehr auf Kurz- und Mittelstrecke geht mit den 200, aber hey, wollen wir ehrlich sein, too good to be true. Und dann natürlich ist es so, sollte die Condor ein eigenes Vielfliegerprogramm aufsetzen. Ihr könnt ja diese Fragen des Tages beantworten und ich mache mit dem letzten Thema für heute weiter, hoffentlich ohne Husten und alles andere. Und zwar haben wir hier die TSA, die hat nämlich 6.678 Waffen an Flughäfen eingezogen. Ja, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so viel wie im Jahr davor, das waren es 6.737. Aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, naja, gut. Ne? Aber man hat ja auch 858 Millionen Passagiere gescreent im 2023. In diesem Jahr waren es 904. Heißt also, dass man in 2023 18,4 Waffen gefunden hat und jetzt sind es nur noch 18,2. Ich finde das jetzt nicht wirklich wesentlich weniger. Das ist natürlich relativ krass. Und das muss man natürlich für sich dann nehmen. Und also das ist unglaublich. Also das heißt, man hat 7,4 Waffen pro 1 Million Passagiere gefunden. Im Vorjahr waren es 7,8. Also das ist unglaublich. Aber jetzt, gut, wie passiert das? In Amerika ist natürlich, je nachdem, welchem Staat man ist, wenn man sowas wie Arizona oder sowas hat, da gibt es ja Open Carry, Concealed Carry heißt, also man darf die Waffe einmal versteckt tragen oder einmal offen tragen. Und da reden wir ja auch über eine AR-15, also AR-15, AR-15, also auch eine maschinengewehrartiges Gewehr. Und da ist es so, dass natürlich dann eine Procedure passiert, wenn man vergisst, dass man die Knarre trägt. Also ich sag mal so, wenn man gewohnt ist, dass man halt nicht unbewaffnet aus dem Haus geht, was für mich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, der Amerika liebt, eines der kuriosesten Dinge ist. Ne? Also ich würde nie auf die Idee kommen, eine Waffe zu kaufen. Und wenn ich dann so bei Brass Pro Shop bin oder bei Dick's, Dick's? Oder bei anderen Stores, die eine Waffenabteilung haben, Sportwaffen und so weiter, das ist für mich befremdlich. Also da gibt es auch mir so, ich kriege da so innerlich so na. Aber nun gut, das ist dann Amerika und wenn man da halt für jemanden, der wie eine Unterhose die Waffe trägt, dann kann man das mal vergessen. Ne? Also das kann schon passieren. Das ist ja so ähnlich, als wenn man zum Beispiel irgendwie so eine 150 ml Sache mit sich trägt oder sowas, Flüssigkeit oder so. Und man denkt da gar nicht drüber nach. Und genauso ist das wohl mit der Waffe. Aber nichtsdestotrotz gibt es dafür eine Procedure. Und das ist so, dass dann natürlich, wenn eine Waffe am Pre-Check da entdeckt wird, dann wird natürlich direkt die Polizei gerufen, Law Enforcement, wie es im Englischen heißt. Und damit ist es so, dass man natürlich da eine Strafe auch hat und 14.950 Dolores werden aufgerufen als Maximalstrafe. Und was auch natürlich für den einen oder anderen hart ist, TSA Pre-Check fällt weg. Das heißt also, wenn ihr Global Entry habt oder TSA Pre-Check oder wie auch immer, dann kriegt ihr das abgenommen, weil ihr euch einfach nicht gut verhalten habt. Und da muss man dann natürlich sagen, das ist auch eigentlich richtig so. Und dieser Bann ist auf 5 Jahre. Heißt also, da kann man natürlich wieder nochmal gucken. Aber man geht dann auch, und das ist halt so, kriegt man auch nochmal einen Extensive Check, Enhanced Screening, wie das so schön heißt. Und Enhanced Interrogation wissen wir ja noch alle aus Guantanamo, was das heißt. Das ist natürlich zeitintensiv und nicht hübsch. Aber ich denke mal, dass man dort
die Waffen, wenn man sie transportieren will, so transportieren sollte, wie man das macht. Ich habe das mal gesehen, als die finnische Biathlon-Nationalmannschaft, die haben Waffen abgegeben in Frankfurt am Flughafen. Das waren Langwaffen, die waren in Koffern, die waren verziegelt. Die Bundespolizei ist gekommen, hat die nochmal angeguckt und so weiter und so fort. Also dann sollte man das so machen, weil es durchaus möglich ist, aber muss halt angemeldet werden. Und dann zum Beispiel auch, wenn es um die Sicherheitsleute geht von Politikern oder sowas, Bodyguards, die halt im staatlichen Auftrag sind, die können die Waffe bis ins Flugzeug tragen, aber auch die geben diese Waffen ab. Heißt also, die werden dann in einen orangen Beutel reingelegt und werden dann im Cockpit verstaut. Weil es gibt nichts Schlimmeres im Flugzeug, als dass so eine Knarre aus Versehen losgeht oder irgendjemand sich die nimmt und dann ein Loch reinschiebt und dann hast du die Compression und dann hast du im Zweifelsfall ein echtes Thema. Also interessante Zahlen, dass man das mal gesehen hat. Ihr seid wie immer jetzt auf dem neuesten Stand der Themen heute. Und da müssen wir natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, wie immer, die Fragen des Tages. Und die Fragen des Tages, die haben wir zum Thema American Express und Condor. Habt ihr diese Kooperation genutzt und wenn ja, wie? Und dann weiter natürlich auch das Thema, sollte Condor ein eigenes Vielfliegerprogramm machen oder sollten die mit Payback zusammengehen? Das war so ein feuchter Traum. Ob das überhaupt geht, ich weiß es nicht, dass man dann zum Beispiel bei Condor Punkte sammelt, die Payback dann in Luft haben. Hey. Oder umgekehrt. Aber man kann ja gar nicht in Lufthansa Payback. Ja, also das wären so meine feuchten Träume. Ihr könnt ja da was dazu schreiben, was ihr davon denkt und wie ihr dazu steht. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, auf eure Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte. Wenn ihr diese habt, könnt ihr die unter dieser Rufnummer, ich kann jetzt gerade meinen Kontrollbildschirm nicht sehen, ich hoffe, dass das jetzt eher irgendwo ist. Und können wir da Fragen stellen, wie viele das machen. Und nochmal danke an Frank, der mir die ganzen Dokumente schickt. Ich lese mir immer durch, ich komme gar nicht nach. Und danke dafür. Und ich danke euch, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, Like da lasst und morgen wieder dabei seid. Also danke euch, bis dann, ciao, ciao. Und ich bin jetzt hier auch wieder raus. Also bis dann, ciao.